Angelo. In diesem Video zeige ich dir alles, was du wissen musst, um zu gewinnen. Beste Taktik, sein Superskill, optimale Ausrüstung, seine erfolgreichsten Spielmodi und Teamkollegen. Und als Bonus verrate ich dir, gegen welche Gegner er stark oder schwach ist. Wie setzt du Brawler Angelo am besten ein? Angelo ist ein Fernkämpfer mit sehr hoher Reichweite und schneller Bewegungsgeschwindigkeit. Sein Hauptangriff, Anvisieren, ist ein aufladbarer Pfeil, der mehr Schaden verursacht, je länger du ihn lädst. Du solltest also immer versuchen, seine Angriffe maximal aufzuladen, um den größten Schaden zu verursachen. Dabei musst du jedoch aufpassen, denn während dem Aufladen kann Angelo nicht heilen. Und sein Angriff kann durch Stuns oder Rückstöße unterbrochen werden. Halte immer einen sicheren Abstand zu deinen Gegnern, um das Beste aus seiner Reichweite herauszuholen. Angelo ist perfekt geeignet, um Gegner auf Distanz zu halten und sie konstant unter Druck zu setzen. Sein Hauptangriff ist sehr präzise, daher solltest du immer genau zielen und dabei vorhersehen, wohin sich die Gegner bewegen. Wichtig, sein Angriff macht in der Nähe gleich viel Schaden wie auf Distanz. Ein einzigartiger Aspekt von Angelo ist, dass man sehen kann, wohin er zielt, wenn er seinen Bogen anlegt. Gegner können daher seine Zielrichtung vorhersehen und versuchen auszuweichen. Nutze dies zu deinem Vorteil. Täusche Gegner, indem du plötzlich die Richtung wechselst. Beginne bereits während deinem Schuss den nächsten Angriff aufzuladen, um immer bereit zu sein. Du musst heilen. Angelos Pfeil verschwindet nicht. Du kannst also den Pfeil beliebig lange gespannt halten, bevor du ihn dann schießt. Angelo hat mittlere Trefferpunkte. Das macht ihn einerseits widerstandsfähig, aber doch nicht unverwundbar. Seine Nachladegeschwindigkeit ist dafür recht schnell. Sein einziges Problem ist wirklich, dass du nicht heilen kannst, während der Bogen gespannt ist. Seine Rolle im Spiel ist die eines Scharfschützen, der Gegner aus sicherer Entfernung eliminiert und damit die Teamkollegen unterstützt. Was macht Brawler Angelos Superskill so einzigartig? Willkommen im Sumpf. Erzeugt eine giftige Zone, die 8 Sekunden lang hält und Gegnern Schaden zufügt. Diese Zone verstärkt Angelos Pfeile, indem sie zusätzlich Giftschaden während kurzer Zeit bei den Gegnern verursacht, wenn du schießt und wenn du triffst, während du in dieser Pfütze stehst. Noch stärker wird der Giftschaden mit seiner Hyperladung. Setzt die Superfähigkeit ein, um Bereiche zu kontrollieren oder Gegner aus der Deckung zu zwingen. Platziere das Gift an Orten, die oft von Gegnern benutzt werden, also Engpässe oder um wichtige Ziele herum. Dadurch zwingst du sie, entweder die Position zu wechseln oder Giftschaden zu nehmen. Ein wichtiger Tipp: Verwende die Superfähigkeit nur, wenn du weißt, dass du in der Zone bleiben kannst, um deine Schüsse mit maximalem Giftschaden zu nutzen. Denk auch daran, dass Angelo sich nicht heilen kann, während er seinen Hauptangriff auflädt. Also nutze die Superfähigkeit, um dich trotzdem zu heilen. Mit ihr kann er sich nämlich heilen, während er seinen Angriff auflädt. Wenn du mehrere Superzonen übereinander legen kannst, stapelt sich der Giftschaden, was besonders effektiv ist. Damit kannst du Bereiche stark kontrollieren und Gegner schnell eliminieren. In einem echten Spiel ist das allerdings sehr schwierig zu erreichen, da der Superskill-Effekt nur kurze Zeit bestehen bleibt. Du kannst die Superfähigkeit auch verwenden, um Gegner hinter Hindernissen zu treffen. Behalte das im Hinterkopf, um einen Vorteil zu erreichen. Was ist die optimale Ausrüstung für Brawler Angelo? Also seine Star Powers und Gadgets. Sein erstes Gadget, Stechflug, lässt ihn in die Luft springen und fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu. Es ist ideal, um schnell Hindernisse zu überwinden oder aus gefährlichen Situationen zu entkommen. Das zweite Gadget, Geschossmeister, lässt seinen Angriff durch Gegner und durch Hindernisse hindurchschießen. Das ist besonders nützlich, um versteckte Gegner zu erwischen. Du triffst damit sogar mehrere Gegner, die hintereinander stehen. Seine erste Star Power, Befähigen, heilt Angelo um 600 HP pro Sekunde, wenn er in seiner Superzone steht. Das macht ihn in Kämpfen deutlich widerstandsfähiger. Vor allem mit seiner Hyperladung, wo er die Pfütze sogar mit sich mitnimmt. Die zweite Star Power, Flow, erhöht seine Bewegungsgeschwindigkeit um 25%, wenn er über Wasserflächen schwebt. Das ist besonders auf Karten mit viel Wasser nützlich. Für die beste Kombination empfehle ich das Gadget Stechflug auf Maps, auf denen du Kontakt mit Gegnern befürchtest und rasch fliehen musst. Auf Maps, wo Gegner sich hinter Hindernissen verstecken, empfehle ich eher das Gadget Geschossmeister. Bei der Star Power ist Befähigen stärker, weil es Angelo heilt. Bei den Gears nehme ich Schild und Schaden.
Diese Kombination maximiert Angelos Überlebensfähigkeit und sein Schadenpotenzial. Sie gibt ihm zusätzliche Heilung und Schutz. In welchen Spielmodi solltest du Brawler Angelo spielen? Angelo glänzt ganz besonders in den Spielmodi Kopfgeldjagd, Knockout und Eliminierung. In Kopfgeldjagd kannst du seine hohe Reichweite sehr gut nutzen. Du kannst Gegner aus sicherer Entfernung treffen und Sterne einsammeln. Achte darauf, in Deckung zu bleiben und die Schüsse gut zu ziehen. Achte auch auf die besten Teamkollegen für Angelo in diesem Modus. In Knockout ist Angelos Fähigkeit, hohen Schaden auf große Distanz zu machen, besonders wertvoll. Platziere seine Superfähigkeit gut, um Gegner zu blockieren und das Spielfeld zu kontrollieren. Im Modus Eliminierung kannst du mit Angelo gezielt Gegner ausschalten und deinem Team so zum Sieg verhelfen. Nutze seine Schnelligkeit und Präzision, um die gegnerische Mannschaft unter Druck zu setzen und wichtige Kills zu erzielen. Angelo wird oft auch im Brawl Ball, Solo Showdown und Duo Showdown gespielt. Das macht aber nur Sinn, wenn die Map recht offen ist. Also für Distanzschützen, damit er von seiner Reichweite profitieren kann. Mit welchen Gegnern hat Brawler Angelo am meisten Probleme? Angelo hat Schwierigkeiten gegen Gegner wie Shelly, Bull, Rosa, Daryl und Edgar. Diese Brawler haben hohe HP und starke Nahkampfangriffe. Sie können Angelo schnell überwältigen, falls sie irgendwie nahe genug an ihn rankommen. Shelly und Bull können Angelo leicht ausschalten, weil sie hohen Damage machen. Rosa, Daryl und Edgar sind zusätzlich noch sehr beweglich. Gegen welche Gegner ist Brawler Angelo besonders stark? Angelo ist besonders stark gegen Brawler wie Piper, Brock, Nani, Bee und Tick. Diese Brawler haben niedrige HP und verlassen sich auf ihre Fernangriffe. Das gibt Angelo die Möglichkeit, sie aus sicherer Entfernung auszuschalten. Angelo kann ihren Angriffen leicht ausweichen und er kann sie mit seinem hohen Schaden schneller eliminieren. Willst du bessere Mitspieler? Dann teile dieses Video jetzt mit deinen Freunden und abonniere meinen YouTube-Kanal für mehr Brawl Stars Tipps und Tricks.